Die türkische Wirtschaft wächst über 11% in einem Jahr. Zum letzten Quartal, also vom September bis Dezember 2021, wurden um 9,1% mehr Güter produziert. Damit schaffte die Türkei die höchste je geschaffte Produktionsmenge an Gütern innerhalb eines Jahres. Und das trotz der Pandemie. Die Türkei erreicht das höchste jährliche Wirtschaftswachstum seit 10 Jahren. Seit 2003 stieg das BIP der Türkei durchschnittlich um über 6% pro Jahr. Die Türkei gehört auch im 2021 zu den leistungsstärksten Ländern unter den G20-Ländern. Unter dem BIP versteht man die produzierten Endprodukte und Dienstleistungen eines Staates in einem Jahr. Das BIP wird auf 2 Werte berechnet. Eines ist die Veränderung des BIP zum Vorjahresquartal. Die Türkei hat demnach gegenüber dem Vorjahr gleicher Zeit 9,1% mehr Güter und Dienstleistungen produziert und verkauft. Der zweite BIP-Wert ist die Veränderung des BIP zum letzten Quartal, also zu den letzten 3 Monaten davor. Auch da sehen wir in der Türkei ein Wachstum von 1,5%. Über das gesamte letzte Jahr gab es demnach kumuliert eine Zunahme von plus 7,4%. Bereits das Jahr davor erreichte die Türkei positive Wachstumszahlen, was nicht viele weitere europäische Länder der G20 geschafft hatten. Daraus resultieren auch die Lohnerhöhungen. Dank dem steigenden BIP können Arbeitgeber in der Türkei den Arbeitsnehmern den Lohn mehr erhöhen, als die gleichzeitig steigende Inflation ansteigt. So bleibt der Reallohnindex immer im positiven Bereich und Türken haben trotz Inflation mehr Geld in der Tasche. Das gesamte BIP pro Jahr wird für einen weltweiten Vergleich meist in Dollar angegeben. Deshalb kann es vorkommen, dass Diagramme und Kurven des Türkei-BIP nicht steil nach oben zeigen. Wird das BIP in türkischer Währung oder mit Produkten gemessen, dann sieht man aber ein deutliches Wachstum. Das reale BIP gibt Auskunft über die Menge der verkauften Güter und Dienstleistungen in der Türkei, unabhängig von Veränderungen der Preise oder Währungen. Die Lira passt sich jeweils dem Ausland an, sodass die Investoren keine Preisnachteile bekommen. Aussagekräftig ist erst das reale BIP der Türkei pro Kopf. Erst recht, wenn die Teuerung bereinigt ist. Dann spricht man vom kaufkraftbereinigten BIP pro Einwohner in der Türkei. Durchschnittlich wird in der Türkei pro Kopf und pro Jahr 28.385 Dollar erwirtschaftet. Daraus ergibt sich der durchschnittliche und kaufkraftbereinigte Jahreslohn der Türken. Der Gehaltsunterschied, also die Schere zu anderen G20-Staaten, wird also immer kleiner, was bedeuten würde, dass die Türkei ihrem Ziel immer näher kommt, zu den 10 stärksten Wirtschaftsnationen zu werden. Die Türken sind so fleißig, dass sie mit 40% des BIP eine der kleinsten Schuldenquoten pro BIP in Europa aufweisen.